und willkommen zu meinem neuen Video und meinem neuen Schnittmuster Forbit. Dem einen oder anderen kommt die Form vielleicht ein bisschen bekannt vor. Im vergangenen Jahr habe ich mein Schnittmuster What the Forb auf den Markt gebracht und das war sehr beliebt bei euch und es wurde ganz, ganz viel genäht und weil es so Spaß macht, diese doch recht schnellen kleinen Projekte umzusetzen, habe ich gedacht, ein Teil 2 ist fällig und das ist Forbit. In diesem Video stelle ich euch mein neues Schnittmuster Forbit und die einzelnen Designs vor, gebe euch zu den einzelnen Designs auch noch ein paar Tipps und zum Schluss zeige ich euch einen leichten Trick, wie ihr gut Spitzen in einem FPP-Schnittmuster treffen könnt, so dass sie nicht abgeschnitten werden oder sich verschieben und sehr sauber rauskommen. Bevor es jetzt im Detail losgeht, möchte ich euch wie immer noch daran erinnern, wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann folgt meinem Account. Forbit besteht wie auch schon What the Forb aus 6 verschiedenen Foundation Paper Piecing Designs, um diese Schlüsselanhänger zu nähen. Alle Schnittmuster, alle Vorlagen sind passend für eine 32 mm breite Schlüsselbandeinfassung hier. In deutschen Geschäften, in deutschen Online-Shops wird es sehr oft als 30 mm breit verkauft. In Realität sind die fast immer 32 mm breit oder eben ein Viertel-Inch. Daher stammt dieses seltsame Maß. Und alle Vorlagen sind, wie gesagt, so ausgelegt, dass sie genau für diese Größe gut passen. Solltest du jetzt ein Metallteil für deinen Schlüsselanhänger haben, das tatsächlich echte 30 mm breit ist oder vielleicht sogar kleiner, dann kannst du die Vorlagen anpassen und zwar mit der Skalierung an deinem Drucker. Es gibt schon ein Video von mir zu What the Forb, da spreche ich über die einzelnen Skalierungen und welche Skalierung ihr wählen müsst, bei welcher Größe des Metallteils. Bei Forbit gibt es jetzt noch eine kleine Besonderheit zu beachten, denn 3 der Schnittmuster, nämlich diese 3, werden nicht in einem Teil genäht, sondern es sind mehrere Einzelteile, mehrere FPP-Einzelteile, die dann zum Schluss nochmal zusammengesetzt werden müssen. Näht ihr jetzt mit einer anderen Skalierung als 100%, dann müsst ihr bei diesen Teilen beachten, dass ihr die Nahtzugabe zwischen den einzelnen Teilen anpasst und nicht entlang der gestrichelten Linie ausschneidet, sondern euch eine selbst gemessene Viertel-Inch Nahtzugabe quasi dazu ergänzt. Ja? Also nochmal. Nur falls ihr die Skalierung anpasst, weil ihr eine andere Größe habt des Metallteils, nur dann müsst ihr das beachten. Und dann, was ihr beachten müsst, ist, dass ihr eure Nahtzugabe auf ein Viertel-Inch vergrößert, damit das dann auch passt. Lasst uns mal die einzelnen Designs durchsprechen. Das hier ist Design Nummer 1. Design Nummer 1 ist sehr simpel und unkompliziert zu nähen. Ist ein sehr gutes Projekt für FPP-Anfänger, die die Technik zum allerersten Mal ausprobieren wollen. Und auch wenn es sehr simpel ist, hat man hier einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit der Stoffanordnung zu spielen. Also ihr seht, ich habe hier so eine Art Verlauf eingearbeitet, der halt zwischen hell zu dunkel und wieder zurückgeht über das komplette Schlüsselband. Man kann auch einen kompletten Regenbogen zum Beispiel machen oder. Also es gibt hier wirklich viele Möglichkeiten, um mit einfach der Platzierung der Farben und der Stoffe zu spielen. Wie gesagt, es ist sehr unkompliziert. Das Wichtigste bei diesem Design ist, dass ihr sehr akkurat auf den Linien näht und vor allen Dingen im im Bügelschritt des FPP-Prozesses sehr gut bügelt und guckt, dass die halt wirklich immer waagerecht, die Kanten gut umgeknickt sind und so weiter. Denn sonst sieht es hier sehr schnell sehr schief aus. Design Nummer 2 ist dieses hier.
das Grundprinzip erinnert ein wenig an die Flechtmuster aus What the Frog, aus dem ersten Schnittmuster. Nur habt ihr hier die Möglichkeit, ein Pfeildesign einzusetzen. Also in dem anderen, in What the Fob, ist die Flechtung genau in der Mitte. Wenn man aber versucht, so Pfeile zu machen, dann sind die Pfeilspitzen leicht versetzt bei What the Fob. Deswegen habe ich bei Fob nochmal ein Design mit reingenommen, dass es ermöglicht, halt diese Pfeilrichtung, diese Pfeile zu designen. Auch da kann man wunderbar mit den einzelnen mit der Anordnung, mit Farben und so weiter spielen. Ihr könnt aber auch sagen, hey, ich habe gar keine Lust auf Pfeile, sondern nutze hier ganz wild Muster. Dann sieht es komplett anders aus. Denn dann ergibt sich ein ganz wildes, buntes Flechtmuster. In der Produktbeschreibung seht ihr auch Designbeispiele dafür. Auch wenn Design 2 ein wenig aufwendiger aussieht als der Design 1, ist das absolut anfängertauglich und unkompliziert zu nähen, auch absolut für FPP-Anfänger geeignet. Design Nummer 3 ist dieses hier. Auch wieder ein Design, wo man ganz wunderbar mit Farbverläufen spielen kann. Ich stelle mir das zum Beispiel auch ganz schick in einem Regenbogen vor oder sowas. Und ich habe bei Testern gesehen, die haben auch nochmal mit der Anordnung, wo Label angeordnet sind, innerhalb des Designs gespielt. Das sah auch richtig cool aus. Also definitiv ein Design, bei dem man ganz viel Spaß haben kann. Hier solltet ihr auch wieder bei den Bügelschritten innerhalb des FPPs gut auf Genauigkeit achten und auch beim finalen Bügeln des Bandes, also wenn ihr das Band quasi in Form bringt, bevor ihr es absteppt, da auch nochmal auf Genauigkeit achten. Und im Schnittmuster ist auch angegeben, an welchen Stellen ihr lieber ein Achtel-Inch Nahtzugabe benutzen solltet. Das empfehle ich euch auch sehr. Das hilft bei einem akkuraten Ergebnis. Design Nummer 4 ist dieses hier angelehnt an dieses Modell hier und da zählen quasi genau die gleichen Regeln wie hier. Also da achtet ihr auf genau die gleichen Punkte. Hier ist halt zusätzlich zu diesen Diagonallinien sind hier auch nochmal Diagonallinien eingebaut. Einfach quasi nochmal ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad und deswegen muss auch dieses Modell quasi gestückelt zusammengesetzt werden. Wie das funktioniert, könnt ihr auch in meinem FPP-Video sehen. Das verlinke ich euch hier unten drunter nochmal. Aber ja, ich würde sagen, schwierigkeitsgradmäßig wirklich nur ein kleiner Schritt weiter nach oben, von hier nach hier. Aber das kriegt ihr ganz bestimmt hin. Design Nummer 5 kommt hier vielleicht ein bisschen schlichter her, aber es ist mein absoluter Liebling aus dem Fob Z, denn diese Felder hier sind ganz toll dafür geeignet, um Fussy-Cut-Elemente in Szene zu setzen. Also einzelne Elemente, Bilder auf euren Stoffen. Und ich habe euch hier noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Das ist das gleiche Design und ich habe hier einfach den kleinen, was ist das, ein Leopard, zentriert in diese Elemente und konnte hier diesen Lieblingsstoff nochmal richtig schön zur Geltung kommen lassen. Also hier kann man auch wirklich viel Spaß mit haben und es ist tatsächlich sehr, sehr einfach zu nähen. Einzige Schwierigkeit ist die Anordnung der Elemente, wenn ihr sie einmal genäht habt. Also, ich empfehle euch sehr, dass ihr, wenn ihr dieses Schnittmuster hier näht, eure einzelnen Felder einfärbt, zum einen, weil es doch manchmal ein bisschen kompliziert ist zu wissen, gerade in diesen Kreuzelementen, welche Farbe hat denn jetzt welche dieser Linien. Also erstmal bereitet euch euer Schnittmuster vor, wie im Schnittmuster beschrieben. Ich meine, bereitet eure Vorlage vor, wie im Schnittmuster beschrieben. Grob ausschneiden, falten. Legt sie einmal aus, die einzelnen Papierteile, und färbt sie ein, bis ihr sicher seid, ja, genau so soll die Anordnung sein. Und dann solltet ihr noch Fussy Cutting nutzen. Und eure einzelnen Elemente haben eine Richtung. Dann schreibt euch auch in eure Felder oben, unten, oben, unten. Denn das Band ist ja theoretisch gesehen so lang und auf, bevor ihr es dann zu einem Schlüsselband
umfertigt. Und ihr könnt hier sehen, das sind unterschiedliche Richtungen. Ihr müsst eure Bilder in unterschiedlichen Richtungen anordnen, damit sie auch richtig rum im Schlüsselband dann letztendlich angeordnet sind. Also gut markieren und dann, wenn ihr das Ganze dann zusammensetzt, die einzelnen Teile auch erst auslegen, bis ihr komplett sicher seid, ja, genau, so muss das sein. Immer wieder kontrollieren, denn auch diese einzelnen Elemente, die dreht man und vertauscht man dann doch gerne mal, dann funktioniert das Kreuz hier auch nicht mehr, das sieht dann seltsam aus oder euer Bild ist verdreht. Also das ist quasi die einzige Schwierigkeit, bei diesem Muster so ein bisschen die Übersicht zu behalten, welches Feld hat welche Farbe, wie rum muss das Ganze alles angeordnet sein, aber das kriegt ihr hin. Ansonsten es ist sehr unkompliziert und selbst wenn man nicht ganz hundertprozentig gerade Linien näht und es alles oder auch beim Zusammennähen so ein ganz bisschen Versatz hat, sieht man das im finalen Design gar nicht, weil sich hier keine Punkte treffen müssen. Deswegen vergibt dieses Design tatsächlich sehr viel. Kommen wir zum letzten Design, das ist dieses hier, in das sich viele meiner Tester tatsächlich verliebt haben. Leider ist es auch das schwierigste Modell. Also wer noch nie FPP gemacht hat, vielleicht nicht direkt mit diesem Design starten. Hier gibt es einige Dinge zu beachten. Zum einen habe ich euch ins Schnittmuster geschrieben, welche Nahtzugaben besser auch klein oder sehr schmal auf 1/8 Inch zurückgeschnitten werden sollten, damit das Ganze gut sitzt und gut passt. Zum anderen gibt es hier diese Mittelpunkte, wo viele Nahtzugaben und viele Spitzen aufeinandertreffen. Es ist gar nicht so einfach, die sauber zu treffen. Hier bei diesem Prototyp ist mir das auf dieser Seite zum Beispiel auch nicht 100% genau gelungen. Ich habe seitdem auch nochmal ordentlich geübt, habe nur diese Stoffe nicht mehr da gehabt, deswegen ist es jetzt bei diesem Prototypen hier geblieben. Aber es gibt ein paar Tricks, wie man es schafft, diesen Punkt dann doch nochmal relativ sauber zu treffen. Und das wollte ich euch zeigen. Diese Tricks wollte ich euch zeigen. Ist nämlich recht unkompliziert, aber es hilft doch sehr, um das Ganze gut und genau hinzukriegen. Also, ich schiebe die einmal hier zur Seite. Ich zeige euch das jetzt mal an diesem Beispiel hier. Das ist einer dieser von Design 6, ein Beispiel, das in Arbeit ist. Und ich habe meine Teilelemente genäht, so wie immer, und habe das Ganze dann ausgeschnitten. Und jetzt geht es darum, diese Elemente zusammenzunähen zu meinem kompletten FPP-Teil, das dann zum Schlüsselanhänger wird. Ja? Und das ist der Punkt. Also bis hierhin ist es tatsächlich relativ unkompliziert. Sauber arbeiten natürlich, um schöne Spitzen zu erreichen, aber ansonsten ist es nicht schwierig. Jetzt kommt der schwierigste Schritt, denn wenn man diese jetzt zusammennäht, dann ist es gar nicht so unkompliziert, diesen Punkt hier gut zu treffen. Und ich nutze dafür gerne den Nadeltrick. Dafür braucht ihr eine Stecknadel. Ich suche nur eine raus, die nicht verbogen ist. Ich habe ziemlich viele verbogene Stecknadeln, also eine gerade Stecknadel. Und ihr schnappt euch als allererstes mal eure beiden Teile, die zusammengenäht werden sollen. Das Ganze könnt ihr übrigens sowohl mit Papier drin als auch ohne machen. Ich persönlich trenne gerne Papier schon relativ früh raus, geht aber auf beiden Wegen. Das könnt ihr dann mal schauen, was euch lieber ist. Und das Stecken ist an dieser Stelle einfach ein sehr wichtiger Schritt, dass das gut und sauber funktioniert und dann geht es fast von alleine. Legt euch erstmal eure beiden Teile so hin, wie sie angeordnet werden sollen und klappt die Teile rechts auf rechts zusammen, so damit ihr wisst, welche Kanten jetzt aneinander gehören und ihr da nicht durcheinander kommt. Dann schnappt ihr euch jetzt die Nadel und euer oben liegendes Teil und jetzt stecht ihr mit der Nadel von hinten in die Spitze, die aufeinandertreffen soll. Das sind ja diese Spitzen hier,
die halt hier sauber getroffen werden sollen. Und das ist in diesem Fall an diesem Stück jetzt diese Spitze. Und da steche ich jetzt einmal von hinten durch, senkrecht. Wichtig ist, dass es senkrecht ist und ich da keinen Verzug habe. So sieht das Ganze aus. Ich korrigiere jetzt tatsächlich, denn ich möchte ich möchte nicht in einen von diesen Seitenstoffen landen. Ich möchte nur in diesem Stoff, aber genau in der Spitze landen. Ja, also notfalls nochmal korrigieren, bis man es genau getroffen und erwischt hat. Also hier lieber ein bisschen mehr Zeit lassen. So, okay. Ja, ich glaube, ich kann noch ein bisschen weiter nach oben schieben. Okay. Jetzt habe ich es. So, okay, könnt ihr die Nadel sehen? Ist jetzt genau da durch. Das war jetzt die Kante. Das waren die Kanten, die aneinander gehen sollen, ja. Jetzt stecke ich mit der Nadel durch die jeweils andere, die gegenseitige Spitze einmal, auch wieder senkrecht rein. Nicht in unserem Seitenstoff, sondern wirklich genau senkrecht rein. So. Jetzt achte ich darauf, dass meine Nadel wirklich genau gerade ist und nicht irgendwie schon so ein bisschen gekippt ist. Und wirklich ganz genau gerade. Lege die Kanten aneinander und stecke das Ganze mit Clips rechts und links fest. Okay, jetzt kann ich die Nadel rausnehmen und jetzt nähe ich einmal entlang dieser schwarzen Linie. Ich gehe jetzt einmal zu meiner Nähmaschine und nähe diese Linie so eine Haarbreite daneben, damit ich auf keinen Fall die Spitze abschneide. Und auch wieder mit meinem kleinen Stich, meinem kurzen Stich. Und dann zeige ich euch gleich, wie das einmal aussieht. Beim Nähen ist mir jetzt gerade noch ein kleiner Nachtrag eingefallen. Und zwar, wenn man die so aufeinander legt, dann gibt es ja immer diese Stoffe, die die Außendreiecke hier bilden, diese hier. Und man könnte meinen, dass sich diese Stoffe hier quasi ineinander schieben müssen. Das ist aber nicht der Fall. Die überlappen sich tatsächlich ungefähr um 1 mm. Also da müsstet ihr auch noch drauf achten, dass wenn ihr das zusammenlegt, ihr das nicht quasi so verschiebt, dass sie gegeneinander treffen, dann habt ihr definitiv einen leichten Versatz, sondern dass die so 1 bis 2 mm überlappend aufeinander liegen und dann passt das Ganze gut. Okay, kleiner Disclaimer. Ich habe tatsächlich gerade einmal auftrennen müssen. Das passiert mir auch. Also die Kante, die ich für euch gerade gesteckt hatte und genäht hatte, da hat mir der Punkt dann doch nicht so 100% gefallen. Ich habe es aufgetrennt und da ich hier keine Richtung habe, habe ich das Ganze jetzt einfach gedreht und hier nochmal zusammengesteckt und genäht. Einfach, weil ich euch jetzt besser zeigen kann, wie das dann aussieht. Hätte ich das jetzt an der Kante gemacht, dann wäre das ziemlich durch das Trennen halt sehr unordentlich gewesen. Also wundert euch nicht. Ich werde das problemlos korrigieren können. Ich habe es einfach aufgetrennt. Ich nähe das Ganze nochmal. Es wäre nur für euch jetzt visuell ein bisschen schwieriger zu erkennen gewesen. Deswegen habe ich das jetzt gedreht. Und ihr seht, ich habe hier entlang genäht und wirklich genau neben die Linie genäht. Auf der anderen Seite ist es so rausgekommen, dass es genau da drauf ist. Aber wenn ich es jetzt aufklappe, dann sieht man, dass sich die Spitzen ganz gut hier treffen. Wenn überhaupt, sind die ein Mühe weiter auseinander. Das ist hier auch der Fall, dass da eher ein bisschen mehr Platz dazwischen ist, als dass die Spitze abgeschnitten ist. Genau so will ich das haben. Ich möchte selber lieber ein bisschen mehr Platz haben, das ist visuell weniger auffällig, als dass eine Spitze abgeschnitten ist. Ja, und hier, bevor ich jetzt das Ganze weiter vernähe, also ich
Ich muss natürlich alle Einzelelemente noch zusammensetzen. Bevor ich aber die Kanten dran setze, muss auf jeden Fall hier das Papier aus der Nahtzugabe entfernt werden. Und das Ganze wird aufgebügelt, damit es einfach nicht so super duper knubbelig ist hier in der Mitte. Wer mag, kann auch tatsächlich einfach nochmal mit dem Hammer hier draufhauen, um das Ganze so ein bisschen flacher zu machen, damit die Weiterverarbeitung gut funktioniert. Und genau, dann wird es genauso verarbeitet wie alle anderen auch. Sollte euer Punkt nicht 100% getroffen sein, macht euch nicht verrückt. Also es ist wirklich, es ist nicht so wichtig. Aber ich wollte euch trotzdem ein paar Tipps da lassen, dass es einfach so gut hinkriegt, wie es eben für euch aktuell funktioniert. Mit ein bisschen Übung oder auch viel Übung wird es dann mit der Zeit immer besser. Aber wie gesagt, ich treffe auch nicht immer alle Punkte und das ist in Ordnung. Ein Tipp, den ich gerade noch vergessen hatte, ist, den habe ich von einem meiner Tester, die hat die Naht hier immer in der Mitte angefangen. So hat sich beim Nähen durch den Fußdruck und so weiter sich da nichts verschoben. Also das ist auch nochmal ein Punkt. Ihr könntet auch einfach immer hier kurz davor anfangen und in die jeweiligen Richtungen nähen. So habt ihr sofort die Spitze und die Mitte gesichert und dafür habt ihr dann auch wiederum weniger Verschiebung. Also solltet ihr Probleme haben und der Nadeltrick nicht so richtig funktioniert, ist das auch nochmal eine Möglichkeit, wie ihr da eure Ergebnisse verbessern könnt. Ich freue mich dieses Jahr mit euch Fob It zu nähen und bin sehr, sehr gespannt auf eure Version dieses Schnittmusters. Ich habe schon die Version meiner Tester geliebt, also ja, ganz große Vorfreude bei mir. Ich hoffe bei euch auch. Taggt mich doch. Solltet ihr auf Instagram eure Schlüsselanhänger zeigen, dann taggt mich mit @Quiltwerke oder benutzt den Hashtag Quiltwerke_FobIt. So finden wir alle eure Exemplare und können uns gegenseitig inspirieren. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Schnittmuster. Noch eine kurze Erinnerung. Daumen hoch, folgt diesem Kanal, das hilft mir immer sehr, auch von anderen gefunden zu werden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.